Wisst ihr noch damals? Peggy Bundy auf dem Sofa? Im Morgenmantel hat sie stundenlang ihre Nägel poliert. Es war aber auch aufwendig, die Nägel auf Hochglanz zu bringen. Heute ist es viel einfacher. Ein UV-Versiegelungsgel drüber gezogen, ausgehärtet und die Nägel glänzen. Oder eben auch nicht. Und woran das liegen kann, das schauen wir uns mal nach dem Intro an. Das mit dem Lederpolierer, das war wirklich richtig aufwendig, um das Acryl auf Glanz zu bringen. Also erst grobe Feile, 80 oder 100 Grit, in Formfeilen grob überfeilen. Dann feine Feile, 180 Grit, um das Ganze nochmal zu glätten. Dann Sandblock, um weitere Feilspuren rauszunehmen, die Oberfläche noch glatter zu machen. Dann kamen die Polierfeile, 320, 800 Grit. Also beide Seiten sind unterschiedlich, also man wurde immer feiner, um wirklich die Oberfläche ganz glatt und fein zu bekommen. Und erst dann kam der Lederpolierer und wenn das alles richtig vorbereitet war, dann glänzte es. Also es war wirklich sehr aufwendig, das Ganze auf Hochglanz zu bringen. Das Schöne war aber, man konnte so richtig sehen, wie der Glanz entsteht. Also erst war es matt, dann wurde es so langsam immer glänzender, bis wir dann den Hochglanz mit dem Lederpolierer hinbekommen haben. Und diesen Glanz, den kann man sogar messen. Da gibt es ein Messgerät dafür. Das sendet auf die Oberfläche einen Lichtstrahl und je nachdem, wie er reflektiert wird, kann man den Glanz dann eine Einheit verpassen, also das heißt dann Gloss Unit und damit kann man direkt eine Zahl dem Glanz geben. Das steht heute aber gar nicht zur Disposition, also Glanz ist ja auch immer unterschiedlich, je nachdem wie es jeder betrachtet. Und beim Glanz ist natürlich auch die Standfestigkeit ganz wichtig, also nicht nur, dass er heute glänzt, sondern dass er auch über die Zeit glänzt, das ist natürlich auch ganz wichtig. Beim Gel ist das viel einfacher. Da müssen wir nicht großartig polieren, da haben wir einen Filmbildner im Gel und der macht uns so eine schöne glatte Oberfläche. Theoretisch, wenn da nicht dieser kleine Störenfried wäre, der Luftsauerstoff. Der drängt sich zu gern bei der Kettenbildung von der Oberfläche her dazwischen und dadurch können die Ketten nicht komplett gebildet werden. Am Ende bleibt so ein klebrig, schmieriger Film oben. Viele sagen dazu Schwitzschicht. Das ist aber nicht ganz richtig, denn es wird ja da nichts ausgeschwitzt. Es ist eine Schicht Gel, die einfach noch oben aufliegt und nicht ausgehärtet ist. Das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass viele sagen, wenn sie Farbgel aufgetragen haben und das dann abwischen, es blutet aus. Das blutet aber nicht aus, denn es liegt ja oben nur eine Schicht Gel nochmal und wenn ich ein hochpigmentiertes Farbgel habe, dann habe ich natürlich auch viele Pigmente, die oben aufliegen und die ich dann mit abwische. Das ist ganz klar, also das ist eigentlich einfach nur ganz normales Farbgel und nichts weiter, also da blutet nichts aus. Dann sagt mancher Dispersionsfilm. Ich glaube auch nicht so ganz richtig. Denn es dispergiert ja nichts. Also dispergieren bedeutet ja immer, dass man verschiedene Stoffe miteinander vermischt. Machen wir ja auch nicht oder passiert ja in dem Moment nicht. Also ist das auch nicht so ganz richtig. Inhibitionsschicht, damit bin ich eigentlich einverstanden, denn der Sauerstoff, wenn er sich in der chemischen Reaktion da an diese Ketten anhängt, der blockiert die Reaktion. Die Polymerisation kann nicht mehr komplett ausgeführt werden, also ist ein Hemmstoff im Grunde genommen. Und ein Inhibitor ist ein Hemmstoff. Also das würde ich sagen, das passt. Das können wir so nehmen. Jetzt wird aber mancher sagen, halt, ich habe einen ohne Schwitzschicht. Das gibt es natürlich auch. Aber das schauen wir uns dann später erst an. Fangen wir doch am besten mit dem Versiegler mit Schwitzschicht an. Wir hatten ja vor uns gesagt, da gibt es immer mal so eine kleine Störung, kleines Problem durch den Luftsauerstoff.
Wir haben also die Kundin fertig, haben die Nägel modelliert, versiegelt, rein ins Lichthärtegerät, Nägel wieder raus, freuen uns, wieder eine Kundin geschafft, cleanern das Ganze ab und dann so ein Mist. Matte stellen. Wie kann das denn nur wieder sein? Das liegt meistens einfach nur daran, dass man zu wenig Gel aufgetragen hat. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass diese Inhibitionsschicht im Grunde genommen ein Teil des Geles ist, der dann wieder abgenommen wird. Und wenn ich jetzt sehr sparsam das Gel nur auftrage, die Versiegelung nur sehr sparsam auftrage und dann härte ich es aus, es reicht aber nicht für eine Vernetzung auf der Oberfläche, dann nehme ich schlicht einen Teil des Gels wieder runter und es fehlt einfach an gewissen Stellen das Material. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Da gibt es aber einen kleinen Trick, wie man das Ganze vermeiden kann. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wir tragen als erstes nur eine dünne Schicht auf, die wir dann einfach kurz anhärten lassen. Also nicht allzu lange. Einfach rein ins Lichthärtegerät, weil es ist ja immer die Frage, wie viel ist denn jetzt satt? Bei dem einen ist satt so viel, dass es an Seiten schon wieder runter tropft. Und beim nächsten, der ist dann halt ein bisschen sparsamer und dann reicht es meistens doch noch nicht aus. Lassen es kurz anhärten und tragen einfach eine zweite Schicht auf, die wir dann ganz normal aushärten lassen. Und damit können wir meistens diesem Problem aus dem Wege gehen, dass wir wirklich Stellen haben, die dann matt sind, wo wir einfach keinen Glanz haben. Dadurch, dass wir es etwas satter auftragen, also etwas dicker auftragen, ist es auch immer gut geeignet, der Versiegler mit Inhibitionsschicht, wenn wir den nehmen, zum Beispiel, wenn wir Sticker versiegeln wollen, also alles, was so ein bisschen dicker eingepackt werden muss, da ist es immer ganz günstig, wenn wir den Versiegler nehmen, weil wir da doch eine etwas dickere Schicht haben, auch um kleine Unebenheiten auszugleichen. Also zum Beispiel, wenn ich French on Top arbeite, egal wie pigmentiert das Gel ist, meistens habe ich, und wenn es noch so eine kleine Delle ist, und die kann ich dann einfach mit diesem Versiegler wieder schön ausgleichen, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt. Also das macht sich da mit dem Versiegler sehr gut. Der empfiehlt sich dann eher dafür als so ein Versiegler, den man wirklich sehr dünn aufträgt. Glänzen alle Nägel. Nur der Daumen immer wieder nicht. Also es ist immer wieder matt. Dann liegt es oftmals daran, dass einfach entweder die Hand schlecht im Lichthärtegerät liegt oder der Daumen so ein bisschen verkantet ist. Das ist auch nicht bei jedem Gerät gleich. Also das hängt auch mit der Bauweise des Gerätes zusammen. Ist es verspiegelt, ist es nicht verspiegelt. Manche Kunden haben den dann noch so halb raushängen. Also dann mal darauf achten und dann auch wirklich die Kunden darauf hinweisen, dass sie den Daumen vielleicht mal so reinsteckt. Dann sollte das Problem eigentlich behoben sein. Dann hat einfach der Daumen zu wenig Licht abbekommen und das müssen wir beseitigen, das Problem, indem wir mal aufpassen, wie die Kundin die Hand ins Lichthärtegerät legt und dann sollte das auch erledigt sein. Ich habe den Versiegler satt aufgetragen. Der Daumen liegt richtig im Lichthärtegerät und trotzdem gibt es noch matte Stellen. Dann kann es daran liegen, dass im Aufbaugel darunter unter dem Versiegler Silikon enthalten ist. Dann ist das so wie bei einer Regenjacke, also das perlt dann einfach runter. Wenn Wasser auf die Regenjacke kommt, eine imprägnierte, dann rollt es ja so seitlich ab. Und genauso ist es dann auch, das perlt dann einfach zur Seite weg, das Gel. Und dadurch hat man dann matte Stellen. Bestes Beispiel ist eigentlich das Boostergel. Also da passiert das immer wieder, weil das wirklich sehr viel Silikon enthalten hat, dass der Versiegler einfach zur Seite wegrutscht. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass man den Pinsel vom Versieglergel wirklich auch nur dafür nimmt und nicht mal aufbaue, mal dafür, mal dafür. Dann kann es auch sein, dass ich dieses Silikon mit in den Versiegler reinbringe und dann rutscht es natürlich auch mit weg, ist ganz klar. Also das kann auch noch ein Grund für matte Stellen sein. Ich habe satt aufgetragen. Ich habe auf die Lage im Lichthärtegerät geachtet. Ich habe einen sauberen Pinsel gehabt. Es glänzt immer noch nicht. Woran kann das denn nun wieder liegen?
Eigentlich nur daran, dass ich einfach zu früh gecleanert habe. Die chemische Reaktion, diese Polymerisation setzt ja Wärme frei. Und in dem Moment, wo das Lichthaltegerät ausgeht, die Nägel aber noch warm sind, läuft die Reaktion noch. Also die Kettenbildung ist noch im Gange. Und dadurch, wenn ich dann beginne sofort mit dem Cleaner da drauf rumzuhobeln, zerstöre ich die Oberfläche eigentlich. Also ich nehme den Glanz dadurch weg. Die Oberfläche ist dadurch etwas matter. Und das ist dann das Endergebnis. Also es ist eigentlich ganz einfach, das zu vermeiden. Einfach mal ein bisschen warten. So 1-2 Minuten die Nägel abkühlen lassen, wenn das Lichthaltegerät ausgeht. Und dann ganz normal mit Gel Cleaner die Inhibitionsschicht wegnehmen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir wirklich mit dem Cleaner nach vorn arbeiten. Manche sagen ja dann, ich nehme dann noch und poliere, bis es quietscht. Und das Ganze noch mit Öl und alles über die Haut. Leute, lasst das bitte weg. Es steht ja nicht umsonst auf den Gelen, Hautkontakt vermeiden. Das ist ja, also unsere Inhibitionsschicht ist ja noch das normale, reine Gel. Und wenn ich dann anfange mit Öl das Ganze über die Nagelhaut so richtig schön zu polieren, das kann am Ende zu Allergien führen. Also lasst es bitte, wenn ihr den Dispersionsfilm, also die Inhibitionsschicht abnehmt, dann bitte einfach nach vorn wischen und so, dass er so wenig wie möglich über die Haut kommt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Denn ihr wisst selber heutzutage, die Allergien nehmen leider immer mehr zu. Also das ist ein Faktor, den können wir ganz einfach vermeiden. So, jetzt kommen wir mal zu den Non-Sticky-Versieglern. Die kommen meistens in diesen kleinen Fläschchen daher hier. Haben ja, wie der Name schon sagt, keine Inhibitionsschicht, also Non-Sticky, sie kleben nicht. Haben demzufolge auch nicht diese Probleme, die unsere Versiegler mit Inhibitionsschicht haben können. Aber auch hier gibt es ein paar Besonderheiten und wenn wir die nicht beachten, gibt es auch dann wieder einige Schwierigkeiten, die auftreten können. Die Non-Sticky-Versiegler brauchen ein bisschen mehr Power zum Aushärten. Einfach, weil sie schneller aushärten und dass sich dieser Luftsauerstoff nicht eventuell wieder anlagern kann. Also sollte das Ganze recht zügig passieren. Da, wie gesagt, braucht man ein bisschen Power dafür. Normales Lichthaltegerät, gar kein Problem, aber bei diesen neuen, kleinen, süßen Geräten haben manche sogar USB-Anschluss. Und wer den benutzt, der hat dann auch wirklich wieder ein Problem, weil da reicht einfach die Leistung nicht, um das Ganze auszuhärten. Also einfach normalen Strom wieder anstöpseln, dann passt es wieder, aber bitte nicht die USB-Anschlüsse benutzen. Das ist einfach zu wenig, da kommen wir nicht zum Ziele. Die Non-Sticky-Versiegler sollten nicht zu dick aufgetragen werden, also diese wirklich dünn auf den Nagel auftragen. Ansonsten kann es empfindlich heiß werden bei der Aushärtung. Also da muss man wirklich drauf achten, denn das kann höllisch wehtun und ist sehr unangenehm. Außerdem können dann auch auf der Nageloberfläche so kleine, naja, wie sage ich, Nasen, Pupselchen, also so Unebenheiten entstehen, die einfach durch die schnelle Aushärtung von sehr, sehr viel Gel entstehen, was dann natürlich ärgerlich ist, weil man wieder buffern muss und alles nochmal neu macht. Also wirklich sehr, sehr dünn auftragen, das ist ganz wichtig dabei. Wieso haben die denn aber nun keine Inhibitionsschicht? Was ist denn da jetzt anders? Diese Frage stellt man sich natürlich auch. Das ist aber eigentlich ganz einfach zu beantworten. In diesem Versiegler wurde eine Schwefelverbindung beigemischt, die dann diese Anlagerung des Luftsauerstoffs also bei der Kettenbildung einfach unterbindet. Damit kann das Gel komplett aushärten und es entsteht keine Inhibitionsschicht. Was allerdings wieder ein gewisser Nachteil ist, dass durch diese Schwefelverbindung die Non-Sticky-Versiegelung manchmal so einen ganz kleinen, leichten Gelbstich bekommen. Und je dicker ich es natürlich auftrage, desto gelber wird es dann auch.
Generell ist es bei French-Nägeln nicht so gut geeignet, also dann sollte man doch lieber auf einen herkömmlichen Versiegler mit Inhibitionsschicht zurückgreifen. Das sieht dann einfach schöner aus, als wenn schon von vornherein so einen leichten Gelbstich das Ganze hat. Die Non-Sticky-Versiegler, die haben ja keine Störschicht, also keine Inhibitionsschicht oben auf, die dann eventuell den Glanz so ein bisschen beeinträchtigt. Also die glänzen meistens extrem. Aber es ist ja jetzt nicht nur der Glanz an sich entscheidend, sondern auch die Standzeit. Wie lange glänzen denn die Nägel? Also es ist ja nicht sinnvoll, heute glänzt und ab morgen, wenn die Kundin dann zu Hause ist davon nichts mehr zu sehen, sondern wichtig ist eigentlich, dass es auch über die gesamte Zeit, wo die Kundin mit den Nägeln unterwegs ist, auch glänzende Nägel hat. Und die Non-Sticky-Versiegler, die sind da wirklich erste Sahne, also die halten da wirklich sehr, sehr lange. Je härter, umso besser natürlich, weil der Widerstand gegen Abrieb und Abnutzung größer ist. Da macht es sich gerade auf Acryl sehr gut, einen relativ harten Versiegler zu nehmen. Dann glänzt das auch dauerhaft. Bei Gelnägeln, auch flexiblen Gelnägeln, muss man natürlich dann darauf achten, wenn der Versiegler zu hart ist, kann es dann zu kleinen Haarrissen kommen. Also da muss man wieder auf einen Versiegler zurückgreifen, der ein bisschen flexibel ist. Da gibt es dann aber auch verschiedene Versiegler, die dann wirklich sehr gut halten und trotzdem noch flexibel genug sind, um diese Belastung, diese tägliche Belastung oder stündlich, minütliche Belastung immer wieder abzufangen. So, und damit sind wir eigentlich am Ende. Wenn ihr noch Fragen habt, Kommentare, schreibt mir einfach alle eure Nachrichten, was euch auf dem Herz liegt, unten in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!